bin Geschäftsführer und Inhaber der Firma Kesselbau Sutterlütte GmbH. Wir sind ein mittelständiges Familienunternehmen, das mein Bruder und ich führen und beschäftigen 35 Mitarbeiter. Unter den 35 Mitarbeitern beschäftigen wir 5 Menschen mit Behinderungen. Angefangen hat es mit einem Mitarbeitermangel und mit einem Kontakt. Dann gab es ein kurzes Gespräch, ein Informationsgespräch, wie das Ganze abläuft. Dann haben wir im gegenseitigen Einverständnis ausgemacht, wir machen einen Probemonat, wir versuchen das Ganze, weil wir der Meinung waren, es gibt Arbeitsplätze bei uns, wo geeignet sind für diese Menschen. Und so kam das Ganze ins Laufen. Mein Name ist Grit Duwe. Ich habe eine Gebärdenname und der sieht so aus. Die erste Einstellung war vor 11 Jahren mit dem Fräulein Grit Duwe. Was am Anfang natürlich ein bisschen mit Anfangsschwierigkeiten behaftet war, weil die Kommunikation mussten wir von unserer Seite auch lernen. Am Anfang habe ich ganz viel geschrieben, dass sie es verstehen, und ich habe dann Pantomime immer mehr angewendet. Und jetzt geht vieles auch schon, Ablesen und sowas, das verstehe ich auch so. Und wenn es gar nicht geht, geht es halt wieder mit Schreiben. Ich komme aus der DDR, also bin dort aufgewachsen und bis zur 9. Klasse. Und dann 2 Jahre war ich noch weiteren Schulen. In Husum habe ich dort Ausbildung gemacht im Metallbaubereich. Und 2011 habe ich hier die Arbeit gefunden dann. Bin jetzt bis da. Habe zuerst ein Praktikum gemacht, zum Probe für uns beide. Und ich war zufrieden, Chef war zufrieden und mit dem bin ich hier. Sie sind gemeinsam auf Jobsuche gegangen, auch gemeinsam zum Gespräch und zum Schnuppern, zum Probearbeiten. Bei der Grit hat es gut gepasst, sie ist auch sehr gut ausgebildet. Ja, dann konnte sie starten. Okay, das waren mal so 2-jährige Projekte, da gab es Unterstützung für das. Und der Chef hat immer gesagt, ja, als Gehörlos ist es so schwierig, mit ihr umzugehen. Und ich hatte immer auch wieder Angst, dass ich deswegen den Platz wieder verliere. Und dann habe ich immer wieder dann loslassen müssen. Und da habe ich gesagt, hier hat auch wieder eine Chance gekriegt und habe gemerkt, ja, hier bin ich zufrieden, hier läuft es gut, ich bin anerkannt. Der positive Effekt bei der Geschichte war der, dass dadurch eine gewisse Ruhe entstanden ist, weil man mit der Grit nicht der oder halt der Produktionsleiter oder ich als Chef hingehen kann und das schnell runterleiern, sage ich mal. Man muss sich Zeit nehmen, man muss natürlich auch mit der Gestik gewisse Sachen rüberbringen. Und durch das tritt automatisch eine Kommunikationsruhe ein, durch die Kommunikation eine Ruhe ein. Und sie braucht eigentlich schon lange keine durchgängige Unterstützung mehr. Also wenn dann punktuell irgendwie. Also wenn es spezifische Themen gibt, wie zum Beispiel Gehaltsverhandlungen oder Kommunikationsprobleme oder wenn sie einen neuen Arbeitsplatz oder ein neues Arbeitsfeld hat, dass sie da gut eingearbeitet wird. Sie wird dann unterstützt über eine Gebärdensprachdolmetscherin, die dann einfach verschiedene Tätigkeiten nochmal erklärt, sodass sie es einfach auch gut versteht und auch das Umfeld mit einbezieht. Wenn es da neue Mitarbeitende gibt zum Beispiel, dass man die einfach auch ein bisschen aufklärt und sensibilisiert, wie sie mit dem Thema Gehörlosigkeit umgehen können.
Wenn ein Problem entsteht, gibt es also eine Kommunikationsspirale, sage ich mal, kurzum. Ja, ab und zu kommt es vor, dass gerade durch die Gehörlosigkeit kriegt sie nicht alles mit. Und wenn dann andere Mitarbeitende miteinander reden und sie das Gefühl hat, es wird über sie geredet zum Beispiel, kann es einfach dazu kommen, dass da Missverständnisse entstehen. Und natürlich kommt es auch mal vor, dass übereinander geredet wird. Das ist, glaube ich, in jedem Unternehmen so. Und ja, dass man sie da einfach unterstützen kann und dass sie dann auch eine Stimme hat, die sie erheben kann und Einspruch erheben. Also ein paar Kollegen sind fein, Kommunikation geht ganz gut, andere ignorieren mich und da klappt es nicht so gut. Aber ich habe auch gute Kollegen, die wirklich auf mich eingehen. Ne? Also in den letzten 11 Jahren haben wir zweimal ein Meeting gehabt mit dem Dolmetscher für die Gebärdensprache, weil gewisse Sachen nicht klar kommuniziert wurden. Aber durch das, dass das an und für sich dann mit der Firma dafür und mit der Dolmetscherin ganz klar besprochen wurde, waren die Probleme sofort gelöst. Ja, sie kennen sich jetzt aus mit dem Thema und sind einfach offen gehörlosen Menschen gegenüber, weil sie gesehen haben, dass es gut funktioniert. Hektische Arbeitsalltag mit den 8,5 Stunden ein bisschen runter reduziert wird mit einfach Zeit nehmen für die Person zum Erklären, zum eventuell auch zeigen. Durch das beruhigt sich die ganze oder entschleunigt das Ganze. Also wir haben auch Menschen mit anderen Beeinträchtigungen im Unternehmen, zum Beispiel mit psychischen Erkrankungen. Da haben sie auch schon Leute eingestellt von uns. Die darauffolgenden Mitarbeiter hatten andere Beeinträchtigungen. Da war die Kommunikation zwar nicht das Thema, das schwierige Thema, sondern teilweise die Überlastung oder die Stresssituationen am Arbeitsplatz. Aber durch gemeinsames Besprechen und Reden konnte man die Situation sehr gut entschärfen und die sind auch sehr zufrieden und auch immer noch bei uns beschäftigt. Sie haben natürlich keine 100%ige Wertschöpfung jetzt als wie bei einem, ich sage jetzt nicht beeinträchtigten Mitarbeiter. Ne? Durch das gibt es natürlich auch den Zuschlag oder den Ausgleich. Ja, aber im Endeffekt passt das super. Also das hebt sich schon aus. Ein Mensch mit Behinderung sehr, sehr dankbar, dass er arbeiten kann, auch Geld verdienen darf. Sie möchten es gut machen, sie machen es auch gerne, sie machen es mit einer Freude gut und das schlagt sich natürlich immer aufs Produkt nieder oder auf die Arbeit. Durch die positive Erfahrung mit den Einstellungen der Menschen mit Behinderungen hat sich folgendes Fazit ergeben. Wir würden noch viel mehr einstellen. Es sind einige Stellen auch wieder ausgeschrieben. Vor kurzem war ich auch mit einer anderen Teilnehmerin dort beim Schnuppern und so läuft es. Wichtig ist, dass man wirklich dann Probemonat oder 3 Probemonate macht, weil es sollte für beide Seiten funktionieren. Man kann nicht, weil man meint, das muss jetzt sein, irgendetwas erzwingen. Es geht nur auf beiderseitigem Verständnis. Aber man kann natürlich nicht jeden Menschen mit Behinderung an jeden Arbeitsplatz stellen. Das ist unmöglich, aber muss auch nicht sein. Es muss einfach passen, denke ich, der Kandidat, Kandidatin zum Unternehmen, so wie das in normalen Einstellungsprozessen auch der Fall ist. Natürlich, ich bin gerne bereit, wenn jemand kurzfristig, auch ganz kurzfristig kommen will, ein Gespräch zu führen, wenn es zeitlich möglich ist, und einen Rundgang durch die Firma zu machen und die Personen vorzustellen. Ich würde zu 100% an andere Firmen empfehlen, Menschen mit Behinderung
wenn der Arbeitsplatz dementsprechend passt, einzustellen.